Einen schönen guten Mittag zusammen aus der Schweiz. Ziemlich verregnet heute. Optimale Zeit zum ein bisschen iRacing spielen und streamen. Heute steht Virginia an. Erster Tag auf der neuen Strecke. Wir werden heute die Fanatec GT3 Rennen machen, die 20 Minuten Fixed Rennen und dann natürlich in Kombination mit den, wie heißen sie, die Sprint Series von Simulcube. 40 Minuten Open Setup inklusive Boxenstopp. Das ist der Plan für die nächsten 4 Stunden. Wir werden circa bis 4 oder 5 heute online sein. Ein bisschen versuchen, iRating zurückzugewinnen. Die letzten Wochen und vor allem auch die letzte Woche auf Monza war nicht gut für unser iRating in iRacing. Wir sehen es in der Übersicht, wir sind aktuell auf 1650. Normalerweise wäre das etwa 1000 mehr, zumindest was wir uns so gewohnt sind aus der letzten Saison. Hat dementsprechend ziemlich gelitten. Ich glaube, liegt auch daran, dass wir in der letzten Zeit auch ein bisschen vermehrt in Ellemut am Fahren waren. Und jetzt wollen wir aber das ändern. Und Virginia ist so eine meiner Lieblingsstrecken, die ich immer mal wieder gerne fahre. Hatte gute Erfahrungen in der vorletzten oder letzten Saison, ich weiß nicht mehr, wann sie war. Und hoffe, dass wir diese Erfolge wiederholen können, weil damals war es wirklich so, da hatte ich dann auf Virginia zum allerersten Mal über 2000 iRating geschafft. Von dem her sollte oder hoffe ich mal, dass das optimal für uns ist, um jetzt auch wieder auf unser iRating auf 2000 zu pushen. Sagt gerne Hallo, auch gerne in Schweizerdeutsch, man hört es vom Akzent her. Gerne schreiben, wie ihr wollt. Auch Englisch ist natürlich völlig okay. Und mit diesen Worten würde ich sagen, steigen wir in 2 Minuten rein. Leider ohne Practice hat nicht mehr gereicht. Von dem her würden wir einen Kaltstart machen. Sprich, Qualifying muss heute ausreichen, um zu trainieren. Das erste Rennen definitiv auch. Ich erwarte mal, dass wir eher in den hinteren Reihen starten werden, ist aber für das erste Rennen nicht allzu schlecht. Und ich würde auch sagen, dass wir dann im zweiten Rennen ein bisschen mehr erwarten dürfen. Aber jetzt das erste Rennen ist mal zum Aufwärmen da, möglichst keine Unfälle verursachen, die Strecke wieder in Erinnerung bringen und dann sollte das schon gut kommen. Right. Eine Sekunde, vielleicht Handy kurz aus. Gut. Dann können wir uns nämlich auch auf die Rennen sauber fokussieren. In Practice steigen wir nicht mehr rein, lohnt sich nicht. Sollte auch gleich switchen auf die Race-Server und dann kann es losgehen, würde ich sagen. Freue mich auf den heutigen Stream. Heute mal ein bisschen Hochdeutsch sprechen, ein bisschen ungewohnt. Die letzten paar Mal waren Schweizerdeutsch. Wie gesagt, gerne auch auf Schweizerdeutsch schreiben. Wechsle dann auch die Sprache entsprechend zurück auf Berndeutsch. Da sind wir heute ziemlich flexibel. Ne? Sehr schön. Die Rennserver sind ready. Wir steigen ein. Average Split auf 1700. Ja, wie gesagt,
Wir sind ziemlich weit unten unterdessen. Ungewohnt weit unten. Von dem her müssen wir schauen, dass wir da wieder ein bisschen hochkommen. Aber wie gesagt, die Virginia-Rennen sollten eigentlich dafür ziemlich geeignet sein, weil ich die Strecke, sobald sie dann wieder zurück in der Erinnerung ist, ähm, gut kenne. Ja. Von dem her schauen wir mal, was der heutige Stream und die heutigen Rennen so bringen werden. Hoppala. Handschuhe schon mal an. Schaden kann es nicht. Hoffe, der Ton ist auch okay, sonst gerne bitte sagen, falls zu laut, zu undeutlich oder zu leise ist. Einfach melden. Von dem her ist alles noch ein bisschen neu für mich und bin froh für Feedback. Froh für Feedback und sonstige Informationen von euch. Da sehen wir. Wunderschönes Virginia. Es sieht ländlich aus. Sehr sympathisch. Die Overlays solltet ihr auch sehen. Ich denke, die sind sichtbar, damit wir auch das Ranking sauber sehen. Das Overlay nutze ich von, wie heißt es, schau schnell, RaceLab. So standardmäßig. Die Kamera können wir eigentlich oder wollten wir eigentlich nach unten rechts schieben, beziehungsweise dann über die nicht benutzte Kamera aus dem Auto raus. Können wir dann sonst immer noch machen, aber wir lassen es mal so zum Starten. Sollte auch links nicht stören, weil wir dort eigentlich keine relevanten Informationen haben. Und das Overlay ist ja gleich darunter zu finden. Alright. Das Quali geht in Sekunden los. Ja, 5 Sekunden noch. Dann würde ich sagen, steigen wir ins erste Rennen rein. In die erste Quali. Erwartungen sind entsprechend tief, weil keine Vorbereitung stattgefunden hat. Und ich weiß gar nicht mehr ganz genau, wo der Bremspunkt war. Finden wir aber raus. Reifen sind auch noch ein bisschen kalt. Langsam, langsam. Ich glaube, hier ist alles noch flat zu nehmen. Und hier glaube ich nicht mehr. Ja. Alright. Ich glaube, nein, er ist da vorne. Ja. Aha. Okay.
Erste Runde so halb überlebt, jetzt zählt's. Mhm. Oi, 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 schwierig, schwierig dieser Anfang. Ja. Da ging ich schon vorhin raus, da müssen wir aufpassen. Okay, hat noch viel Potenzial, wie wir sehen. Aber ja, auch das kommt. Ja, dort vorne. Was machen die? 1,45. Na schade, wir sehen natürlich jetzt unsere Zeit nicht, weil ich von der Strecke kam. Schade. Na, kommt schon, kommt langsam. Braucht noch ein bisschen. Und jetzt einfach da vorne aufpassen, nicht wieder von der Strecke zu kommen. Mal ein bisschen früher bremsen. Gut. Soweit okay. Ja, kommt schon. Das kommt gut. Aber die Startposition wird definitiv weiter hinten sein. Das kann ich schon mal versprechen. Oh, 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 oh. Fast noch raus. Oh nein. Mist. Das war ein Mist. Naja. Keine Zeit geschafft. Sei es so. Ich muss ein bisschen die Lautstärke für mich selbst ändern. Ein bisschen zu laut. Ich glaube hier Minimalizer. So, mal schauen, ob jetzt besser ist. Noch eine Minute, gut.
Ich glaube, wir sind nicht die Einzigen, die kein Resultat schaffen, habe ich das Gefühl. Aber ja, schauen wir mal, wo wir landen. Auch im Split sind nicht allzu viele zugeteilt. Ich sehe gerade, es sind nur 17 in diesem Split drin. Ich denke mal, das wird im Verlauf des Nachmittags sich noch ein bisschen ändern, wenn da mehr Fahrer dazustoßen werden. Jetzt am Mittag oder kurz nach dem Mittag, ist ja noch Mittag, sind es wohl definitiv ein paar weniger. Ein paar weniger. Ist vielleicht auch besser, wenn im ersten Rennen nicht zu viele Leute dabei sind. Gibt es vielleicht weniger Chaos, wer weiß. Schauen wir mal. Ich glaube, ich habe den letzten Platz, weil keine Zeit, ist das so? Letzter Platz, Platz 17. Gut, starten wir von ganz hinten. Ist auch okay. Ist auch okay. Nehmen wir es locker von hinten. Schauen wir, wie wir durchkommen. Kein Unfall, nicht zu nah rauffahren, das ist der Plan für den Start. Damit wir den Start gut überleben, sollte möglich sein von hinten. Und dann schrittweise uns nach vorne kämpfen, die Linien besser kennenlernen, Bremspunkte wieder in Erinnerung rufen, damit wir dann einigermaßen an die Zeiten der anderen kommen. Das ist der Gameplan für das jetzige Rennen. Ich weiß, noch relativ tiefe Anforderungen, soll aber so sein. Wenn es dann im zweiten Rennen und dritten Rennen immer noch so ist, dann müssen wir unsere Strategie überdenken. Aber für den Moment ist das so in Ordnung. Noch 30 Sekunden, da geht's los. Ne, sind alle da. Dann wollen wir mal. Der Porsche ein bisschen ungeduldig dort. Gibt es sowieso Unfall? Denke ich mal. Alright. Erstes Rennen, Virginia. Ab auf die Warm-up Lap. Ich glaube, Weaving ist unnötig, oder braucht? Ich glaube, es ist unnötig, um die Reifen zu wärmen. Glaube ich. Oder braucht es das? Who knows? Ja. Ich hoffe, der Ton ist angenehm vom Rennen selbst. Nicht zu leise, nicht zu laut. Sonst gerne sagen. Den Crewchief habe ich, glaube ich, vergessen einzuschalten. Sollte ich mal noch tun. Den sollte ich eigentlich noch reinnehmen. Wäre nicht schlecht, finde ich zumindest. Aber ja, wir überleben es auch ohne den Crewchief. So. Was ein bisschen schade ist bei iRacing auf sehr vielen Strecken ist, dass die Warm-up Lap wirklich eine ganze Runde ist. Ja, klar, Realismus muss natürlich sein. Auf der anderen Seite, gerade bei einem 20-Minuten-Rennen ist es doch
ziemlich unnötig, dass man da mit, glaube mit 60 oder mit 80 um den Kurs rundherum fahren muss. Dauert dann je nach Strecke schon ziemlich lange. Und ich finde, ist auch ein bisschen langweilig, bringt nicht viel. Vielleicht ist das bei den Profis anders, die dann wirklich die Zeit nutzen, um ihre Reifen schon hier auf Temperatur zu bringen. Müsste ich mal beobachten, aber ich selbst bringe die Temperatur nicht hin. Man sieht es auch, wir sind immer noch auf 43 unten. Weder Weaving noch Bremsen noch dies und das bringt da was. Von dem her könnte iRacing einfach ein paar Grad die Reifen höher stellen und dann wie bei Alamu direkt eigentlich an den Start zu gehen. So, los geht's. Die fahren schon los. Wir sind natürlich so weit hinten, dass wir da den Start gar nicht groß mitbekommen. Pacecar oder Safety Car ging raus, ohne dass wir was gesehen haben, und damit haben wir schon mal den Start verschlafen. Ist aber kein Problem, da wir schon gleich wieder den Aufschluss gefunden haben. Einer raus, okay. Ich gehe definitiv noch nicht groß auf Angriff und Überholmanöver. Einfach weil wir uns zuerst die Strecke noch ein bisschen einprägen müssen. Von dem her ist es ganz angenehm, jetzt da hinter dem Porsche hinterher zu fahren. Aha, hat es wieder einen genommen. Soweit wie erwartet, würde ich mal sagen. Ein Depp, hä? Ein ziemlicher Depp. Ja. Vielleicht hat er mich ja nicht gesehen. Zu spät gebremst. Schlecht. Und Auto verloren. Noch schlechter. Eieiei. Uiuiui. Jetzt will es gar nicht mehr gehen. Oh, da steht wieder einer. Nochmal ein Depp. Rejoin ist nicht die Stärke der meisten Sim-Racer. In den unteren Splits zumindest. Oh, und jetzt haben wir schon ziemlich viel Zeit verloren. Mist.
Ah, wieder der Depp von vorhin da. Ja, ja, der hat's nicht so im Griff. Hei, hei, hei. Hei, 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 hei. Hm? Hallo. Okay. Okay. Das hat ja mal gar nicht funktioniert. Nutzen wir diese Zeit, um Zeit zu finden. Ja, da könnte ich schneller. Was für ein schlechter Start. Da weiß ich nicht mehr genau, wie die zu fahren ist. Okay, ich glaube, das war okay so. Sechzehnter. Ah, einer ist rausgeflogen. Ich glaube, da ist erster Gang angesagt. Ja. Die weiß ich auch nicht mehr, wie zu fahren. Die Spitzkehre. Schlecht, schlecht. Ne? Mhm. Von Lee. Ah, sorry, habt ihr gar nicht gehört. Der Crewchief hat gesagt, der Lee, der mich vorhin rausgekugelt hat, er hat gerade die schnellste Lap gemacht mit 1,44,3. Ja. Oh Mann, so schlecht. Okay.
Uh, 1,49,5 ist aber schon ziemlich schlecht. Also ging die. Ja, da liegt noch viel Zeit. Ziemlich viel Zeit liegt da in den einzelnen Kurven. Gut, jetzt versuchen wir mal eine saubere Runde hinzubekommen. Ah, Mist. So viel zu saubere Runde. Mhm. Kann es sein, dass ich da auch im zweiten Gang durchkommen kann? Denke ja. Hm. Hm. Verschlafen. Ja, jetzt aber. Eine saubere Runde muss doch irgendwie gehen. Oder nicht? Doch, doch. Das sah schon mal besser aus als die letzten paar Runden. Okay. Ein bisschen besser. Es kommt langsam.
Aber gut ist anders. Ups. Pardon. Ja, Sprechen und Konzentration geht gerade nicht so gut. Eieiei, ist das schlecht heute. Zu spät rein. Mist. Okay. Ja, uns fehlen noch 2 Sekunden. Immer noch. Oh oh. Wie lange noch? 4 Minuten. Wahrscheinlich 2, 3 Runden noch. Oh, viel zu spät gebremst. Ist das nicht schlecht? Ei. Noch nicht hier. Zu stark abgebremst. Hab Potenzial. Uff. Schauen wir mal, was das für eine Rundenzeit gibt. Wieder vergessen, dass wir ja da
um die Kurve müssen. Mist. Mist. Wahrscheinlich für mich noch 2 Runden. Für den ersten eine Runde noch. Upsi. Eins 47,2, unsere schnellste. Oh je. Oh je. Okay, das war schon mal besser. Wenigstens das. Letzte Runde. Jetzt versuchen wir wenigstens noch auf eine 1,46er zu kommen. Das wär doch schön. Oh, aber nicht so. Ja, vielleicht doch. Wer weiß. Nein, nicht so. So, you drive like a shit. Hatte einer nicht so Freude. Schalten wir die besser aus. So viel zu 1,46er war nix. Eieieiei, ist das schlecht. Oh, 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 nein, oh. Ein Rennen zum Vergessen. Ist fertig für mich. Ja. Crew Chief meint, das wäre gut gewesen. Ja, genau. Oh Mann. Was für ein schlechtes Rennen. Lohnt sich nicht mal ein Replay anzuschauen. Ich glaube, wir melden uns einfach fürs nächste an. Vergessen, was hier geschehen ist. Und versuchen es in den 40 Minuten nun besser zu machen. Naja, ein bisschen Fortschritte gab es, aber es sah noch sehr, sehr, sehr instabil aus. Ich bin in 3 Minuten gleich wieder hier. Kurz verschwinden
Und dann geht es weiter mit dem 40-Minuten-Rennen. Strategie bleibt für dieses Rennen dasselbe wie beim ersten Rennen. Aber schauen wir uns gleich an, wenn ich wieder da bin. Bis grad. Zurück im Rennen, nach dem ersten Rennen, welches wir besser wieder vergessen, so schnell wie möglich. War eine traurige Geschichte, würde ich mal sagen. Jetzt geht es ins 40-Minuten-Rennen, Open Setup. Hoffe, dass wir jetzt ein bisschen sauberer fahren können. Wir hatten doch so einige
Nicht Unfälle, doch gab es auch, aber vor allem kam ich von der Strecke weg. Die, weniger als optimal. Was wir auch sehen, was ziemlich suboptimal ist, ist die Range des Splits. Average 1900. Unser I-Rating ist im Moment auf 1600 runtergefallen. Geht immer weiter runter. Muss ich mir wirklich langsam Sorgen machen. Wir werden vermutlich eher am unteren Rande des Splits sein. Ja, man sieht es, viele 1600, ganz wenige bei 1500. Ein Zeichen dafür, dass wir gerade, weil noch untrainiert auf der Strecke, eher hinten sein werden, was aber auch für dieses Rennen nun okay ist. Ich denke, ab dem nächsten Rennen muss es dann ein bisschen anders aussehen, damit wir ein bisschen in die spannenden Rennen reinkommen. Aber für den Moment würde ich mal sagen, soweit okay. Für das Setup, für jetzt das Open Race nutzen wir Coach Dave Delta. Coach Dave Delta nutzen wir seit 2 Jahren unterdessen. Ja, seit ich gestartet habe mit Assetto Corsa Competizione, damals noch in LFM. Da hatte ich bereits den Coach Dave genutzt. Ganz einfach, weil ich keine große Lust hatte, da groß am Setup zu schrauben. Ich habe definitiv präferiert zu fahren, anstelle irgendwas auszutesten, welches Setup nun besser laufen würde. Und da habe ich für mich entschieden, ich nehme die Abkürzung mit Coach Dave. Zahlst du zwar was pro Monat oder pro Jahr, aber dafür ist das dann weg. Für mich definitiv the way to go. Hat jetzt auch den Vorteil, dass ich die Setups in iRacing nutzen kann. Ich werde die Setups für LMU nutzen können, sobald ich dort dann andere Rennen machen werde. Im Moment mache ich dort nur Fixed Setups im Bronze Cup. Und von dem her ist das für mich sehr, sehr angenehm und gut so. Wir stellen nun das Setup ein. Sobald wir dann können. Doch, wir können, glaube ich, schon. Ist gut. Jawohl. Ist immer ein bisschen eine Sucherei. Ich glaube hier. Jawohl. Wir brauchen das Quali. Nicht wet, nein. Da haben sie diese Woche ziemlich Gas gegeben mit den verschiedenen Setups. Ein bisschen komisch. Wahrscheinlich ist es dieses. Was auch immer YK bedeutet. Quali passt. Wir gehen rein und starten. In die Warm-Up Lap fürs Quali. Noch ein bisschen aufpassen, dass wir uns da nicht wegdrehen mit den kalten Reifen. Wir sind doch in iRacing schon ein bisschen gar kalt. Man merkt's. Und Steuern ist da. Ui. Gar nicht geschaut, wie viele das jetzt in diesem Split dabei sind. Muss ich nachher noch tun. Auch ob wir vielleicht noch einen Schweizer Kollegen im Split haben, wäre sicher nett. Macht immer Spaß, wenn da noch ein paar Gleichgesinnte aus dem gleichen Land dabei sind. Das schauen wir uns nach dem Quali gleich an.
Mhm. Upsi. Hier bin ich mir nicht ganz sicher, wo ich bremsen sollte. Aber wahrscheinlich ist der erste Gang hier definitiv notwendig. Zu schnell. Okay. Und dann gehen wir mal in die erste Runde, die zählt. Wir haben 2 Runden Zeit. Einfach nicht von der Strecke kommen, das wäre schon mal gut. Reifen immer noch sehr, sehr kalt. Ups. Es kommt Zeit, kommt Rat. Suboptimal genommen. Da wäre gut, wenn ich mal hinter einem anderen nachfahren könnte, um zu schauen, wie die anderen die Kurve nehmen. Das holpert noch ziemlich stark im Moment. Jetzt bin ich gespannt, wie die Zeit sein wird, die von dieser ersten Runde. Hoffe nicht so schlecht wie vorhin. 1,47, naja. Naja. Nicht das, was ich mir erhofft hatte. Aber naja, es ist, was es ist. Ah, Mist. Zu viel Zeit verloren. Mist. Uff. Bisschen aufs Gras. Ja, das wird leider keine 1,46er. Immer noch nicht. Dieser Abschnitt war wenigstens jetzt schon ein bisschen besser als der vorherige. Geht in die richtige Richtung, aber gut ist anders. Ja, Platz 19 im Moment. Wir sehen es oben links. Wollte noch schauen, wie viele im Split sind. 29, immer noch eher wenig. Ich glaube, was sind normalerweise 40? Oder nicht? Oder nur 30? Bin nicht sicher. Kein anderer Schweizer, das ist schade.
Wahrscheinlich ist einfach kein anderer Schweizer so schlecht und so tief im I-Rating wie ich im Moment. Naja, momentan sind wir was? 20. Haben wenigstens sogar noch 2, 3, 4 andere geschlagen, die eine Zeit gemacht haben. Alle anderen haben keine Zeit gemacht hinter mir. Vier geschlagen, wow. Und der Rest war schneller. Die waren alle in den 1,46er Zeiten oder dann 45 und sogar noch 4,44er. Crazy. Ja, bleibt beim 20. Setup nicht vergessen. Virginia und zwar dann das Sprint YK. Wir nehmen das ganz normale Sprint-Setting. Das sollte passen. Ja. Ja, was ist die Strategie von diesem Rennen? Safety first, nicht von der Strecke abkommen und versuchen an den Vorderen dran zu bleiben. Das wäre so der Weg. Unbedingt zu vermeiden ist, dass wir wieder abgeschlagen von allen anderen sind. Es ist einfach besser, wenn wir hinter jemandem nachfahren können, um auch die Linien und Bremspunkte schneller zu lernen. Von dem her, erste 1, 2 Runden erstmal sicher fahren, nicht so aggressiv fahren. Das wäre so der Weg, den ich sehe. Geht schon los? Geht schon los. Alright, nice. Ups. So fährt er nicht los. Tja. Danke fürs Aufhalten. Ist das der Wagen, wo wir hinten dran bleiben müssen? Die Nummer 6, ist das so? Steht da nichts? Aber wahrscheinlich schon. Du musst nach vorne. Alright, da sind wir wieder. Ich glaube, jetzt sind wir wieder in der richtigen Position, wenn ich mich nicht täusche. Mehr oder weniger. Ja, sieht gut aus. Ja,
Das ist eine ziemliche Mischung von iRating. Ich mit 1500, direkt hinter mir einer mit 2000. Ziemlich ungewohnt, muss ich sagen, weil normalerweise ist es dann doch schon viel enger vom iRating her. Und man vielleicht so maximal 100, ich würde sagen maximal 200 iRating Unterschied hat. Entweder mögen die Leute Virginia nicht oder die Zeit. Gut, ist 1 Uhr im Moment. Oder die Zeit ist einfach noch nicht so die richtige, um viele Fahrer anzutreffen. Ja. Wahrscheinlich letzteres. Wahrscheinlich. Jetzt geht es dann auch bald schon los. Wir nähern uns der Start-Zielgeraden. Nicht verschlafen jetzt wie vorhin. Ja, Safety ist schon raus. Und los. Los geht's. Let's go. Jetzt einfach sicher durch die erste Runde. Das ist Ziel Nummer 1. Fast weggedreht. Gefährlich hier. Aber gut gemacht, dass wir dort nicht noch irgendwo in einen Unfall verwickelt wurden. Jetzt versuchen wir hier hinter dem BMW zu bleiben. Oh je, auch nicht, besser nicht. Oh, schlecht. Oh, was macht der? Ein Chaosrennen. Ja gut. Hinter dem Mustang. Ja, aber das will ich jetzt eigentlich nicht. Der kennt, glaube ich, die Strecke nicht. Sieht zumindest so aus. Fast so wie ich. Man kann doch, vielleicht kennt er sie doch. Jetzt versuchen wir hier hinten dran zu bleiben. Das wäre optimal. Soweit gut, soweit okay. Ah, schlecht. Nicht gut gewesen. Er ist schneller als ich. Mist. Plötzlich. Ah, so schlecht. So schlecht war das. Schade, schade, schade.
Wenn wir uns auf Platz 13 halten könnten, das wäre eigentlich ein guter Erfolg für dieses zweite Rennen. Vor allem, wenn wir bedenken, wie langsam ich im Moment noch bin, im Vergleich zu der eigentlichen Rundenzeit, die wir machen müssten. Ach, vom Gas muss ich. Das war wieder ganz schlecht, Mann. So wird das nix. Gut. Natürlich hat uns jetzt diese Strafe ziemlichen Zeitverlust bedeutet. Fast Auto verloren. Gefährlich. Aber wir leben noch. Oh Mann. So langsam sind wir. Toll. Und der andere ist blind, oder was? Gibt's doch nicht. Auto kaputt. Der andere ist blind. Man sieht es ja nicht schon irgendwo einen halben Kilometer weit weg, dass wir uns drehen. Nein. Sieht man nicht. Ja, das gibt ziemlich lange Reparatur. Schade ist's. Ja, was machen wir da? Ja. Zuerst müssen Sie mich noch in die Box bringen. Geht noch 1 Minute 30, dann reparieren. Geht sicher 10 Minuten. Gibt's doch nicht. Uiuiui. Ja, was willst du machen? Tja. Und jetzt? Noch 30 Sekunden ziehen. Wunderbar. Das war schon sehr, sehr unglücklich. Dass ich dort das Auto verliere, ist natürlich ziemlich unschön.
dass dann der andere auch noch in mich reinfahren muss, ist einfach dumm. Dass wir jetzt 30 Minuten warten müssen. Immerhin. Nur 3 Minuten reparieren. Ist doch schon mal was Schönes. Reparieren wir das Zeug. Hm. Okay. Noch 2 Minuten. Gibt uns die Zeit, noch kurz was zu prüfen. Ups, war ein bisschen laut. Eine Minute noch. Wieso macht sich das Steuerrad da selbstständig? Weiß auch niemand. In der Box macht es das noch gerne. Gut. Wir sind wieder ready to go. Letzter Platz. Gut, abgesehen von denen, die schon rausgeflogen sind natürlich. Und ja, wie oft wurden wir schon überrundet? 3-mal. 3-mal. 3-mal überrundet. Die Reifen haben wir auch noch gewechselt. Oi, 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 oi. Gefährliche Sache. Untersteuern ziemlich stark mit den kalten Reifen. Merken wir gut. Blue Flag haben wir auch noch, aber den würde ich ja gerne. Ja, dann geh. Aha.
Die Nummer 24. Ist hinter uns. Mist. Den lasse ich, glaube ich, vor, wenn es keinen Ärger gibt. Den nächsten auch gleich. Oh, der dreht sich, wo ich mich vorhin gedreht habe. Scheint so eine Stelle zu sein, wo man wirklich aufpassen muss. Mit Wagen verlieren. Dass ich jetzt die Nummer... Ui, da kommt einer. Ui, ui, ui. Upsi. Entschuldigung. Jetzt wäre wirklich mal das Ziel, dass wir da uns ein bisschen auf der Strecke halten können. Ein bisschen Pace aufbauen wäre gut. Nicht für dieses Rennen logischerweise, aber für dann das nächste. Uiuiui, fast noch in den rein. Suboptimal. Eieiei. Frage ist, könnte ich mich an diesen zweien halten? Ich glaube nicht. Wie sieht es mit den Rädern aus? Immer noch ein bisschen kalt, wieder einer weg. Ja krass, wie viele das sich da drehen. Was Blue Flag? Aha. Der sich gedreht hat. Höhö. Nein! Depp. Hm. 1,50 bin ich gefahren, super schnell. Speedy. Ja, da muss ich im vierten durch. Natürlich auch nicht gut. Ja. Es kommt. Aber die Nummer 11 holt auch schon wieder auf. Definitiv zu langsam sind wir auf der Strecke. Okay. Boxen stoppen brauchen wir leider, ich glaube immer noch. Upsi. Dass ich da um diese Kurve plötzlich nicht mehr rumkomme, ist mir auch ein Rätsel.
bisschen schneller, aber das gibt auch so wieder nur eine 1,347. Das reicht bei weitem nicht. Oh, weggerutscht. Mist. Dann lassen wir, glaube ich, schnell vorbei. Besser ist's, ne? Gut. Ja, Nummer 10 können wir uns wieder nicht dran halten. Der zieht weg. Blöd. Das war ein bisschen schlecht. Ja, ne? Die Frage ist, brauchen wir den Boxenstopp oder nicht? Ich hätte gesagt, ja. Schlecht erwischt. Von den Zeiten her sind wir abgeschlagen. Die Rundenzeiten sind zu langsam. Das lässt sich nicht schön reden. Aber diese Runde hier sollte jetzt wenigstens endlich mal eine 1,46er geben, was ein Fortschritt wäre. Schauen wir, ob das gelingt. Ja, und es gelingt schon, endlich. Sogar eine Sekunde schneller. Das ist gut. Zu spät gebremst. Mist.
Ja, schade ist, es sah der Start sah wirklich, ui, viel zu langsam, wirklich vielversprechend aus. Und dann haben wir uns gedreht, hätte nichts gemacht, aber leider ist dann noch einer in uns reingefahren, was dazu geführt hat, dass wir einen Boxenstopp machen mussten, reparieren mussten. Ich glaube 5, 6, 7 Minuten an der Box waren und dann wieder auf die Strecke gingen. Und seither versuchen wir einigermaßen die Zeiten besser hinzubekommen. Damit wenigstens die nächsten Rennen dann ein bisschen spannender werden. Wir werden sehen, ob das gelingt. Gut, jetzt war viel besser. Da sollte ich nicht nochmal rausgehen. Aber gut, die Nummer 8 hinter uns lassen wir auch hinter uns. Das ist ein Erfolg. Ein kleiner Erfolg. Das ist scheiße da. Oh, not bad. Not so bad. Ja, bisschen früher vom Gas wäre gut gewesen. Schade. Aber wir nähern uns der 1. Oh, da kommt einer. Mist. Oh, schlecht. Jetzt den irgendwie vorbeilassen. Wo denn? Ja, geht doch. Und der nächste kommt schon. Mist. Ich würde sagen, wir machen einen Boxenstopp. Ohne Reifenwechsel natürlich. Ja. Gemeint, ich sei in einer anderen Kurve, na toll. Entschuldigung. Fast in den reingedüst. »60 ist hier. Hm? Oi, oi, oi. Oh, weiter geht's.
Na dann geh. Wie langsam kann man denn sein? Oh, der gefällt mir gar nicht, diese Corvette. Upsi. Ah, jetzt haben wir die Nummer 24 vor uns. Aber ja, die hat uns auch schon überrundet. Naja. Oh, zu spät rein, aber geht immer noch, ist immer noch okay. Gut. Fahren wir dem hinten nach. Ja, geht doch. Wir halten uns. Frage mich, ob ich hier im zweiten bleiben sollte. Wieder nicht so gut erwischt, aber immerhin der Exit stimmt dann wieder. Der Exit ist dann viel, viel besser. Und das wird dann eine richtig okay Zeit, würde ich mal sagen. War eine okay Zeit. Schön, schön. Ja, zu spät vom Gas. Weiter geht's.
Ich glaube, wir müssen nachher mal schauen, was unsere Bestzeit insgesamt auf Virginia war, damit wir so einen Anhaltspunkt haben, wie viel schneller wir noch werden müssen. Um auf unserer früheren Pace zu landen. Nicht so gut, aber okay. 1,3 zum nächsten. Okay. Ui, ui. Oh, ganz schlecht erwischt. Ach, schade ist's. Das ist natürlich sehr schade. Den wollen wir jetzt nicht behindern da. Ui. Entschuldigung. So schnell geht's. Und dann ist man hier von der Strecke weg und hat ziemlich Mühe, auch wieder zurückzufinden. Und weg, ja. Genau dort hat es mich ich glaube in der ersten oder zweiten Runde auch erwischt. Genau dort. Die Nummer 14 kommt, den lassen wir durch. Er sagt irgendwas, aber wir haben nichts eingeschalten, damit wir ihn hören, ist auch okay. Sich hoffentlich bedankt. Who knows? Okay. Da müssen wir irgendwie schauen, dass wir den Exit fokussieren. Sonst verlieren wir dort wirklich richtig viel Zeit. Wie lange noch? Nur noch eine Minute. Bin ich auch irgendwie froh, jetzt auf dem Platz 25 rumzugurken. Ist nicht das Coolste.
Hm, hm, auch nicht gut. Ich glaube, jetzt kommt die letzte Runde. Ja. Oh, macht er. Ja, du kannst schon gehen. Ist okay. Mhm. Die Nummer 13. Ja, war ein ziemlich schlimmes Rennen, würde ich sagen. Verpatzter Start. Nein, der Start war soweit noch okay. Aber verpatzte zweite Runde. Das war's eher. Mit einem darauffolgenden Spin und der dahinter dann gecrashed in mich. Sowie Boxenstopp und Reparatur. War natürlich mehr als suboptimal in diesem Rennen. Mehr als suboptimal, ja. Kurz was schauen von den Bremsen her. Ich habe kürzlich ein paar Einstellungen geändert, beziehungsweise auch neu kalibriert. Nein, müsste okay sein. Ich glaube, es ist ein bisschen unterschiedlich zu davor. Aber sollte zwar okay sein. Das Gefühl, ein bisschen stärker muss ich drücken, kann mich aber auch täuschen. Schwierig zu sagen. Dann lassen wir es mal so. Besser nicht zu viel justieren und nochmal schauen, wie es so läuft. Ja, das war Rennen Nummer 2. Zum zweiten Mal in Folge Crash gehabt mit schlechter Position. Bedeutet auch erneut ziemlich viel I-Rating und auch Safety-Rating verloren. Schauen Sie uns gleich mal an. Welches ist das? Ah, das war dieses, was wir jetzt gemacht haben. Okay, Safety-Rating blieb sogar noch positiv. Aber das I-Rating hat wieder ziemlich gelitten. Wir sehen auch, es hat nicht sehr viele Splits. Ich hoffe, das ändert sich im Verlauf des Nachmittags auch noch ein bisschen. Ja, wir sind irgendwo da unten. -3 Laps. Das ist eben der Boxenstopp. Unsere beste Runde war 1,45,6. Ist schon mal was. Definitiv besser als in der
in der ersten Runde, im ersten Rennen. Ist schon mal was. Na, alles gut. Ja genau, wir wollten ja noch schauen, was unsere beste Runde ever war. Wo finde ich das schon wieder? Wo war das? War doch hier nicht? Komisch. Oder haben die das geändert? Könnte auch sein. Oder vielleicht unter Profil. Stats, ja, ich glaube hier war es. Okay, Mustang. Und dann, wie hieß die? Virginia. Hier. Kann auch nicht sein. So langsam war ich. War ich wirklich so langsam? Ich dachte, ich wäre schneller gewesen. Naja. Oder ist das eingeschränkt auf die aktuelle Saison? Nein. Okay. Habe ich mich getäuscht? War tatsächlich langsam. Heißt, wir haben jetzt in diesem Rennen unsere Bestzeit schon geknackt. Lustig. So be it. Ja, hier sehen wir waren, das war im August. Wo ging es runter? Hier ist November. Dann hatten wir ein bisschen eine Pause. Dezember, runter. Dezember war immer noch 2000. Januar und dann ging es massiv runter ab Januar, Mitte Januar. Ja. Und zwischenzeitlich sind wir schon auf 1530. Das ist oder sieht nicht so gut aus. Nö. Aber wir melden uns sicher schon mal fürs nächste Rennen an. Und Tee haben wir noch. Kaffee. Ja, holen noch einen Kaffee. Muss auch sein. Und dann wäre ich zurück in 5 Minuten. Und dann geht's weiter. Nächste Strecke, nächstes Rennen Fixed Challenge. 20 Minuten auf Virginia mit dem GT3 Mustang. Das wird unser nächstes Rennen sein. Bis gleich wieder. Bis grad. Tschüss.
Hallo, zurück sind wir. Zurück in iRacing, zurück auf Scaramouche TV. Strecke Virginia ist heute beziehungsweise die ganze Woche angesagt. Schlechter Start für Scara Racing. Die ersten 2 Rennen mehr oder weniger rausgeflogen. Mit Schaden beziehungsweise dann Reparatur und einfach noch fertig gefahren. Beide Male ziemlich letzter Platz. Leider muss ich sagen. Wir haben ein bisschen Pace gefunden. 1,45,6 war, glaube ich, die schnellste Runde. Ziel wäre jetzt, da anzuknüpfen und den 1,46er zu fahren, wäre doch schon mal was. Wäre sicherlich gut. Und denke, das wird auch genau das unser Ziel sein für jetzt das nächste Rennen. Irgendwo im Mittelfeld zu landen im Quali wäre cool. Das Rennen zu überleben ohne Schaden bzw. ohne Reparatur wäre auch cool. Und mit diesem Ziel gehen wir dann gleich rein. Braucht sicherlich ein bisschen Fokus, Konzentration und dann sollte das schon klappen. Angemeldet sind immer noch relativ wenige. Gut, es ist erst 2 Uhr. Hier in der Schweiz. Wahrscheinlich sind noch viele nicht online. Die kommen erst am Abend dann rein. Kann auch sein, dass Virginia nicht so beliebt ist. Weiß ich gar nicht mehr, wie hier die Stimmung so ist mit dieser Strecke. Aber werden wir dann sehen. Ich denke, wir werden dann auch nebst heute auch am Freitagnachmittag auch nochmal iRacing streamen, auch wieder auf Virginia, wenn wir dann sehen, ob A, mehr Rennfahrer da sind und B, ob auch meine Rennen selbst ein bisschen besser werden. Wünschenswert wäre es für mich und auch die Zuschauer, das ist nicht so der Weg, den wir sehen wollten. Ja, etwa so. Etwa so. Ja, nebst iRacing fahre ich ab und zu auch LMU. LMU bietet sich an, weil gerade neue Fahrer und einige Kollegen haben wirklich gerade erst mit Simracing gestartet. Da bietet sich LMU, so wie früher Assetto Corsa Competizione, wirklich gut an. Es ist irgendwo einsteigerfreundlich, nicht zu teuer. Man kauft sich das Spiel, kann direkt in Online-Rennen gehen. Da hat man einfach die iRacing-Hürden nicht. Sprich mit dem Abonnement, mit dem Kaufen der Strecken, der Fahrzeuge etc. Das ist natürlich der erste Schritt, klar, dass jeder zuerst mal in LMU startet und dann erst, wenn es langweilig wird, was Neues sucht und dann vielleicht bei iRacing landet. Bei mir war es genauso mit der ACC. Dort gestartet, hat sich angeboten, war auch für ein ganzes Jahr lang wirklich cool. Gerade in der Kombination mit LFM
gab das richtig gute und spannende Rennen. Haben wir Einzelrennen gemacht. Wir haben dort Endurance-Rennen im Team gemacht mit einem Südafrikaner und einem, weiß gar nicht von wo er war, Tschechien, glaube ich. Das war schon, war schon fun. Und dann war wirklich der Einbruch, hat man gut gemerkt, plötzlich weniger Fahrer, viele gewechselt. Der Hype mit Alamo hat gestartet, viele gingen dort drauf. Und wir gingen dann auf iRacing vor einem Jahr und sind dort mehr oder weniger geblieben, eben ab und zu mit ein paar Abstechern in Alamo. Aber die Go-To-Simulation für mich ist definitiv immer noch iRacing. Vom Fahrgefühl her ist es einfach spannend. Von den Rennen selbst ist es wirklich cool, diese zu fahren. Und man hat halt auch extrem viel Abwechslung mit den verschiedenen Strecken. Es hat wirklich genügend Strecken. Jede Saison kommen wieder neue Strecken dazu. Auch das ist natürlich ein Aspekt, der wichtig ist. Und gerade mit so einem Modell hat man auch immer viele Fahrer mit dabei, trotz der Hürden mit dem Abo-Modell. Von dem her ist für mich auch langfristig definitiv iRacing immer noch die Simulation, wo ich bleiben will, wo ich fahren will. Aber man muss offen bleiben. Ich meine, eben Alamo hat absolut seine Berechtigung unterdessen. Irgendwann wird da auch Assetto Corsa Evoluzione soweit sein. Im Moment für mich ist es definitiv noch nicht der Fall. Habe mich nach dem sehr, sehr schlechten Start des Early Access auch nicht mehr gereizt, dort zu schauen, was sich tut. Die haben es wirklich ein bisschen versaut. Das ist ein Early Access, wie man ihn nicht machen sollte, meines Erachtens. Und von dem her bleibt für mich zumindest für eine Weile die AC Evo kein Thema. Aber ja, who knows, in einem Jahr sieht es vielleicht wieder komplett anders aus. Man weiß nie, es tut sich vieles. Und wie gesagt, man muss offen bleiben. Ich glaube, es ist schlecht, wenn man sich nur auf etwas fokussiert und dann die Augen verschließt. Ich glaube, das ist generell im Leben ein guter Ansatz, flexibel zu bleiben, offen zu bleiben. Und so eben auch im Racing. Aber ja, mit diesen klugen Worten ab ins Quali. 1,46 Zeit wäre das Ziel. Mal schauen, ob wir hinkommen. Hier im Fixed Setup jetzt. Ich denke, das ist sicher schon nochmal ein bisschen langsamer als das Open Setup, das ist klar. Aber eine 46er Zeit liegt jetzt hoffentlich drin, weil die letzten 2 Rennen und auch die letzten 2 Qualifying waren nicht wirklich das, was wir sehen wollten. So viel zum Ziel. Das ist die Outlap. Jetzt kommt dann gleich die erste Hotlap von 2. Ups, schlecht. Ups. Das war ein bisschen scheiße. So, jetzt aber. Jetzt kommt die Hotlap, die erste von 2. Versuchen wir eine erste Zeit zu machen. Und vor allem ging nicht uns zu drehen. Vorhin im Rennen hat es uns genau hier gedreht.
war ziemlich schlecht, weil es dann noch einen Unfall gab. Oh Mist. Okay. Erste Hot Lap raus. Zählt nicht. Aber wir haben ja noch eine. Uiuiui. Ja, das sieht noch nicht so stabil aus. Bin gespannt. Im ersten Fixed-Rennen und Quali hatten wir gar keine Zeit hingebracht. Da sind wir auf dem besten Weg wieder dazu, das zu wiederholen. Aber ich hoffe, dass das dann nicht der Fall sein wird. Jetzt kommt die zweite Hot Lap. Versuchen wir das Beste rauszumachen. Soweit okay. Bisschen weit raus, aber immer noch gut. Da muss ich früher vom Gas. Ja. Ich glaube, bis jetzt würde ich schätzen, das wird eine 1,47er. Gerade mit diesem Fehler hier. Wird das vermutlich eine 1,47er Zeit. Aber schauen wir. Verschalten auch nicht so gut. Soviet. Was gibt's? 1,47,1. Ja, war knapp. War eigentlich knapp. Wäre nah dran gewesen an der 1,46er. Die Fehler nächstes Mal vermeiden. Und dann reicht's. Im Moment auf Platz 7. 16 Fahrer sind im Split, nicht so viele. Wirklich nicht so viele. Schade. Und wie sieht es so aus? Der Durchschnitt ist 1,5. 1500 ist das I-Rating im Schnitt. Wir sind wohl gerade im Schnitt. Das ist gut. Also gut, dass wir in 1500 sind, ist natürlich nicht der Fall, aber ja, egal. Egal. Wenn es bei Platz 7 bleibt, wäre ein Top 5 Ergebnis natürlich schön. Bedingt aber wirklich, dass wir nicht wieder uns drehen oder dumme Fehler machen wie vorhin. Gerade diese Strecke ist schon ziemlich krass. Da machen auch die anderen so viele Fehler. Auch während des Rennens ist mal wieder einer draußen, fährt aufs Gras und dreht sich. Das ist noch schon eine krasse Strecke.
nicht die einfachste, auch wenn sie ziemlich einfach ausschaut, finde ich. Ja. Sieht so aus, als würden wir auf 7 bleiben, nach 3 Sekunden. Na, bleibt bei 7. Ich denke, das können wir schon mal als Erfolg werten. Zumindest das beste Ergebnis von heute. Von dem her können wir schon bald den Champagner öffnen. Let's go! Ja. Die 1,45,6er Zeit, die man gerade sieht im Overlay, das war die vom Open Setup. Jetzt im Quali hatten wir eine 1,47er Zeit. 1,47,2 oder 1. Ja, es hat noch viel Potenzial. Und jetzt im Rennen wäre es gut, wenn wir so im Schnitt 1,46er Zeiten machen würden. Ich glaube, dann sind wir dabei. Und versuchen vor allem auch stabil zu fahren, ohne uns rauszudrehen. Das sind so die Vorsätze für dieses Rennen. Wir warten noch, bis alle auf dem Grid sind. Es fehlen noch einige, glaube ich. Die gehen wieder raus. Ein Scara Livery haben wir noch nicht in iRacing. Wäre langsam an der Zeit, dass wir eine haben würden. Sollte dann mal noch eine Hausaufgabe sein für später, Livery zu haben, zu erstellen. Ja, aber im Moment fahren wir halt noch mit unserer Standard-Livery. Ist auch okay. Können wir für den Moment zumindest noch damit leben. Yep. Ganz ungewohnt, so weit vorne sind wir noch nicht gestartet heute. Oh, gut, der Mustang kommt ein bisschen nahe. Und jetzt? Jetzt fahren wir die langweilige Warm-up-Lap, oder wie auch immer die bezeichnet wird. Es ist wirklich ein bisschen eine Zeitverschwendung. Das ist der einzige Nachteil, wie ich finde, mit iRacing, diese elendlange Einführungsrunde. Eher mühsam. Ja.
habe das Gefühl, dass die Bremse ist ein bisschen stärker eingestellt seit meiner Neukalibrierung. Ja. Vielleicht meine ich das auch nur, aber also ein bisschen stärker drücken muss ich, glaube ich. Vielleicht gleich nochmal schauen. Ob da ob das Gefühl sagt, ich müsste die ein bisschen schwächer einstellen. Könnte sein. Oder ob wir uns daran gewöhnen. Schauen wir. Okay. Formationsrunde durch. Und los geht's. Ja, let's go. Ja, wohin will der? Der BMW fährt ein bisschen komisch. Oh. Naja, ist wahrscheinlich meiner, aber der ist jetzt wirklich sehr, sehr komisch gefahren. Ja. Ja, extra war es nicht, aber schön für ihn ist es auch nicht. Aber es war nicht mal ein 4X, von dem her. Mit diesem Chaos-Start haben wir uns gleich auf Position 4 katapultiert. Mal schauen, ob wir das halten können oder nicht im Verlauf des Rennens. Der bremst früh. Aufgepasst. Aha. Wir schauen, ob wir da irgendwie auf die 3. Position kommen. Habe das Gefühl, er ist ein bisschen langsamer. Und er fährt einfach komisch. Okay, let's go. Aber das war okay, dieser Exit. Ja, sieht gut aus. Soweit gut. Vielleicht können wir uns jetzt da ansaugen. Sieht aber nicht so aus. Ah doch. Lässt uns irgendwie vorbei. Danke.
Das war nett. Das war wirklich nett von ihm. Er bleibt zumindest mal noch im Abstand von einer halben Sekunde, genau wo er war. Das ist ein gutes Zeichen. Mal schauen, ob wir die Nummer 2 auch noch holen. Exit war schlecht. Ziemlich viel Zeit verloren. Aber es war eine 1,45er Zeit. Das ist doch schon mal was. Oh, schlecht. Hier ist auch noch Potenzial. Uiuiui. Der vor uns war minimal langsamer. Schön zu sehen. Aber der hinten uns macht langsam Druck. Da könnte ich auch schneller sein. Das war gut. Das war eine richtig gute Kurve. Upsi. Dumm. Dumm gemacht von mir. Ja, gut. Soweit halten wir uns auf 3. Schlecht, nein, ich Depp. Ach, ist das dumm. Ah, das war dumm. Okay,
Da haben wir ziemlich Zeit verloren. Jetzt müssen wir schauen, dass wir da vorne bleiben. Aufgepasst. Oh, Nummer 2 dreht sich weg. Oh la la. Und jetzt heißt es einfach da vorne bleiben. Besser. Das macht der erste, der macht 1,44er. Da kommen wir definitiv nicht hin. Alright. Wir werden schneller. Aber der hinter uns, der will nicht loslassen. Der bleibt da immer so im Abstand von circa einer Sekunde. Mal mehr, mal weniger. Der fühlt sich dort irgendwie wohl. Ja, da fühlt er sich richtig wohl. Jetzt holt er sogar noch auf. Der gute Holst. Und er holt weiter auf. Das sieht nicht so gut aus. 0,4. Mhm. Ja, noch können wir uns halten. Oh. Schlecht gewesen. Aber wir bleiben nach vorne. Zu viel gebremst. Das war auch ein bisschen gefährlich. Aber ja, 0,7, wie ich gesagt habe, der fühlt sich irgendwie wohl, innerhalb dieser Sekunde hinter mir zu bleiben.
Oh, 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 oh. Das war ein bisschen eng, aber immer noch alles im grünen Bereich. Er bleibt hinten. Heilandsack. Anstrengend. Gut, gut, gut. Das war ein ganz guter erster Sektor, würde ich sagen. Der hinten, der Holst will's wissen. Ja, das war weniger gut. Aber er bleibt auf 0,9. Aber die Nummer 4, ich glaube, der kommt langsam näher. Den kenne ich doch irgendwoher. Der Name sagt mir was. Der Cortes. Oh, ein bisschen Zeit verloren. Ja, schade. Einen guten ersten Sektor wieder kaputt gemacht am Schluss. Wie lange noch? 4 Minuten. Das geht noch lange. Oh, schlecht. Jetzt nur nicht zu nervös werden. Oh, oh, oh. Das war ein guter Exit, sehr schön. Ich hoffe, die hinter mir, die beiden, kommen noch in einen Kampf. Aber das wird verdammt eng. Da kommen sie wieder. Noch halten wir uns. Ui. Spät gebremst. Oh Mann. Muss jetzt nicht sein. Ach, schlecht. Jetzt wird's eng, weil im zweiten Teil der Strecke sind sie schneller, die beiden. Jetzt kommt er auch noch in den Windschatten. Hat er denn jetzt gemacht? Uff. Der Holst hat verloren. Also der Cortes scheint wirklich schneller zu sein. Dann gilt es,
Noch 1,5 Runden zu verteidigen. Ja, da kommt er besser weg. Da hat er mich. Da hat er mich gekriegt. Da fährt er komisch rein, ne? Aber wahrscheinlich will er verteidigen. Oder ist nervös. Ich glaube, da alles, was jetzt zählt, ist hinten dran zu bleiben und den Exit der allerletzten Kurve gut zu kriegen, so wie er es vorhin bei mir gemacht hat. Oh, schlecht. Gepennt habe ich. Ja, so natürlich nicht. So nicht. Ja, so wird es nicht reichen. Für den Platz 2. Ja, da komme ich irgendwie noch nicht richtig raus. Sabiert. Aber immerhin. Immerhin. Platz 3, Podium. Was willst du mehr? Oi, aber streng war's. Aber da hat er mich wirklich schön gekriegt. Wo war es? Ich glaube, hier war es, oder? Bisschen zurück. Da war ich nicht so gut weg. Da man nimmt die bessere Linie und ist sofort mit mehr Speed neben mir. Hat er gut gemacht. Hat er gut gemacht. Dann würde ich sagen, ab ins nächste Rennen. 4 Minuten haben wir noch. Anmelden können wir uns noch nicht. Na, warten wir schnell. Na, jetzt. Streng war es aber. Puh. Streng war es durchaus. Ja, wenn wir da sowieso warten müssen, können wir ja mal schauen, wie sich unsere Werte geändert haben. Gut geht das Safety Rating ein bisschen hoch. Gut geht das I-Rating ein bisschen hoch, nötig ist's. Splitmäßig, zweitletzter Split, ganz schlecht. Normalerweise wären wir im zweiten oder dritten, je nachdem. Ja. Schade.
Den Start hätte ich noch anschauen können, aber ja nun. Da sind wir ja in einen reingefahren. Unbeabsichtigt, muss man auch sagen. Jupp, jupp. Aber ja, schnellste Zeit 1,45,2. Der Vernon, der Cortes war schnell unterwegs. Wirklich schnell. Alle anderen sind so bei eher 46. Okay. Eher 46, okay. Hm. Es kommt jetzt. Das 40-Minuten-Rennen ist dran. Ja, ist auch cool. Ziel bleibt dasselbe. Quali irgendwo in der Mitte abschließen. Alles darüber ist besser. Und dann im Rennen einfach keinen Unfall machen, auf der Strecke bleiben. Und dann wird es automatisch eine gute Position werden, bin ich mir sicher. Der kritische Punkt wird sein, keinen Unfall zu bauen und sich nicht zu drehen. Gerade auch im Open Setup oftmals noch ein bisschen schwieriger als im Fixed, weil mehr Risiko drin ist. Aber sonst gibt es eigentlich da nicht so viel. Ja. Schauen, wo der Cortes ist. Ähnlich wie wir. Sieht man da irgendwo seine, sogar das, eine Kurve, wie sich verändert hat. Oh, er hatte aber viele Starts. Crazy. Naja, siehst du, der war auch auf 2000. Krass, ist abgestürzt. Sogar auf 1,3, kommt jetzt langsam wieder hoch. Interessant. Sein bestes war wahrscheinlich auch so 2,4 oder 2,1. Lustig. Hm. Der hat sich noch Zertifikate geholt. Okay, nice. Ja, war ein gutes Rennen. War ein gutes Rennen. Können wir so wiederholen. Splitmäßig 1008, fein. Wir haben jetzt 1005,3. Ich dachte, das ist 1,6. Okay. Ist der Cortes auch dabei? Scheint nicht. Ich sehe es nicht. Nö, ich sehe es nicht. Ja, ja. Das sollten wir schon. So Top 10 sollte realistisch sein. Müsste drin liegen. Setup nehmen wir wieder von Coach Dave Delta.
Standard Sprint Setup. Extra gemacht für das Auto und die Strecke ist optimal. Muss man nichts tüfteln, muss man nichts überlegen dabei, einfach Setup rein und losfahren. Üblicherweise sind die Setups stabil, schnell genug. Zumindest bis 2500 iRating war es immer genug. Alles darüber vielleicht nicht mehr. Wir werden irgendwann es hoffentlich erfahren. Und bis dahin nehmen wir es, wie es kommt. Ich glaube, das Setup können wir schon mal reintun. Diese müsste sein. Das Quali-Setup. Ja. Ist gut. Wir schauen mal, wie viele Fahrer im Split sind. 29. Ich glaube, vom Rating her sind wir der allerletzte. Lustig. Ja, aber Top 10. Top 10 ist unser Ziel. Cool ist, ein Schweizer ist im Rennen, der Matthias Walter. Hallo Matthias. Hört mich zwar nicht im Stream, aber so be it. Mal schauen, was der Matthias heute so macht. Der Walter. Quali-Zeit wäre ja, 1,46 als Minimum. Besser 1,45. Das wäre die Zielsetzung. Geht schon los. Jetzt gleich. Jetzt. Alright, ab auf die Strecke. Outlap. Outlap, das Quali geht los. Wir versuchen da in eine 1,45er Zeit zu kommen. Oh, ein bisschen weit raus. Eins 45er Zeit wäre unser Ziel. Understeer vergessen. Reifen sind schon noch ein bisschen kalt, merkt man gut. Ich glaube, ich muss hier ein bisschen mehr bremsen, damit ich dort dann besser durch die Kurve komme. Alright, erste Hot Lap. Oh, schlecht.
schlecht gekriegt. Ja, was gibt das? Das gibt eine 1,47er, glaube ich. Die hier. Gespannt, wo wir landen. Jetzt 46, gut. Ist mir auch recht. Okay, das sollte zu der 45er reichen. Jetzt einfach so weiterfahren. Hm. Nicht so gut, aber ist immer noch okay. Jetzt da vorne das gut kriegen. Wäre schlecht gewesen. Und jetzt aber. Sehr schön. Es reichte uns für die gewünschte Zeit. War gut. 1,45,7. Das ist okay für uns. Nehmen wir. Wo ist der Walter? 12. Walter ist 12. Ich bin 6. im Moment, okay. João Ramos. Die Session geht immer noch 50 Sekunden. Da kann natürlich immer noch was passieren von den Plätzen her. Momentan bleiben wir noch, ich wollte gerade sagen 6. Jetzt sind wir aber 7. Kam noch einer rauf. Ja. 7. Platz. 7. Platz wäre okay. Als Endresultat. Ich glaube aber auch, wenn wir wirklich jetzt als 7. starten, wäre unser Ziel Platz 5, also Top 5. Das ist ein bisschen ähnlich wie im vorherigen Rennen. Top 5 wäre schön.
Mal schauen, ob das was wird. Noch 3 Sekunden. 1, 0. Und damit bleiben wir Nummer 7. Walter Matthias ist 13. Okay, spannend. Mhm. Ist gefühlt alles ein bisschen schneller als wir. Sehe ich nur 1,44er Zeiten, krass. Sind alle aber ziemlich schnell. Da haben wir noch ein paar, die haben gar keine Zeit gefahren bisher. Okay. Mustang ist neben uns. Der Joao fährt auch Mustang gut. Und dann geht es los. Ab auf die Strecke. Warm-up Lap. Joao hat es wahrscheinlich verpennt, dass es losgeht. So wird. Wir versuchen auf Top 5 zu kommen. Ja, Top 5 wäre unsere Wunschpositionierung für dieses Rennen. Würde aber auch mit dem aktuellen Platz, Nummer 7, auch schon wieder einen guten iRating-Boost geben. Auch das wäre völlig in Ordnung, würden wir nicht Nein sagen. Aber mehr ist mehr. Mehr ist mehr hier. Ui. Da komme ich Mustang so mal weg. Gut. Der Dude. Gefährlich ist auf dieser Strecke wirklich dass sie eng ist. Das ist das eine. Man ist sofort im Rasen mit einem Reifen. Man verliert dadurch die Traktion. Kann sehr schnell zu einem Spin führen. Und gerade auch mit kalten Reifen ist die Gefahr in gewissen Kurven, dass man zu stark reingeht und das Heck verliert.
uns schon passiert im 2 Rennen davor. Von dem her ist da Vorsicht geboten. Und das ist nicht nur uns passiert. Da gab es einige, die sich während des Rennens an den gleichen Stellen, oft an gleichen Stellen genauso gedreht haben. Also da muss man wirklich vorsichtig bleiben und nicht zu stark aufs Gas, weil sonst ist man dann schneller weg, als einem lieb ist. Los geht's. Das war ein bisschen unfair von dem, aber na gut. Auch das soll man machen können hier. Ich bleibe mal rechts zur Verteidigung. Zu spät gebremst habe ich. Ist das schlecht. Ist das schlecht. Ui, da kommt einer. Hier der Gang. Uff. Ui, 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 das war eng. Das war verdammt eng. Der ein Schaden, dass der so langsam fährt. Wahrscheinlich ja. Oh, crazy. Ein paar Plätze verloren, ein paar Plätze gewonnen. So schnell geht's. Jetzt aber Fokus, damit wir diesen Porsche hier holen. Reifen. Noch das halbe Feld mit. Alright, da sind wir. Auf Platz 7, wo wir waren. Lustig. Wieso bremst er so früh? Right. Nicht so gut erwischt. Uiuiuiuiui, immer noch nicht so gut.
Oh je, wie fahre ich denn? Immerhin die hinten verlieren Zeit. Ist schon mal wichtig. Aber gegen vorne sehe ich noch einige Potenziale. Oh, Kurve verpasst. Okay, das war gut. Das war schon mal besser. Boxenstopp gibt es auch, ja. Habe Mühe dort irgendwie die, die Rotation zu bekommen. Und da ist einer. Da einer einen Fehler gemacht, denke ich mal. Mhm. Die verlieren natürlich jetzt ziemlich Zeit durch diese Manöver da. Und das erlaubt uns, da näher anzuschließen. Haben wir schon fast Windschatten. Mhm. Gut. Oh, jetzt sind wir am Porsche wieder dran. Irgendwas geträumt habe ich.
Alright. Fertig träumen, wieder fahren. Es geht nach 30 Minuten. Schon krass, wie schnell es geht. Und schon ist man wieder 0,8 Sekunden am Vordermann dran. Manchmal geht schnell. Oh oh. Ah, der will raus. Aha. Der ist früh dran. Da gehen aber ganz viele raus. Bisschen spät rein. Danke. Ja, den Boxenstopp werden wir sicher ohne Reifenwechsel machen. Oh, schlecht. Und einfach nachtanken, was nötig ist. Oh, schlecht. Weil alles andere lohnt sich irgendwie nicht so wirklich mit dem Reifenwechsel. Der Reifenverbrauch ist nicht so krass. Von dem her unnötig. Irgendwie träume und schlafe ich ab und zu. Keine Ahnung wieso. Ja, solange wir von hinten nicht irgendwie in Bedrängnis geraten, gibt es im Moment null Grund, schon den Boxenstopp zu machen. Ich glaube, da können wir gut noch ein bisschen warten. Eine Runde warten wir auf jeden Fall noch. Und im Optimalfall sind es dann noch ein paar mehr. Gut. Aber die Nummer 5, ja, der ist schon einiges schneller als wir. Zu viel Gas.
Dem können wir leben. Platz 6 nehmen wir gerne, wenn es dann so bleiben würde. Gut. Uh. Mustang kam da doch ziemlich in den Drift. Uff. Okay, okay. Das war gar nicht so ein schlechter Sektor. Erstaunlicherweise. Ein bisschen Drift. Irgendwie im zweiten Sektor bin ich nicht. Danke. Bin ich nicht so schnell und sicher. So nicht. Ist auch irgendwie rutschig, die Strecke. Aber vielleicht habe ich nur, vielleicht meine ich das nur. Da kommt einer. Wollen wir den Boxenstopp machen? Ich würde sagen ja. Reifenwechsel nicht. Hm. 31 Liter. Ich denke, das wird reichen. Schauen wir. So. Tanken bitte. Einmal tanken.
Danke. Wo sind wir? 13. Der Joao, den kennen wir doch. Erster Gang würde helfen. Oh, 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 oh. Und die vorne, da müssten noch einige raus. Der Joao nicht, aber alle anderen müssen, glaube ich, immer noch raus. Oh, fast wieder so eine mühsame Strafe hier. Platz 13, Boxenstopp gemacht. Viele vorne dran müssen noch raus. Sollte reichen, um circa auf Platz 7 wieder zu kommen. So zumindest der Plan. Oh, noch Off-Track, super. Und da schlecht um die Kurve. Heieiei. Nett hat er da gewartet, hat mich aber ein bisschen verwirrt. Eieiei, schlecht. Ein schlechter erster Sektor. Das öffnet natürlich die Chance für den Müller an einen Molina hinter mir aufzuschließen. Ein bisschen Fokus jetzt, geht immer noch 20 Minuten. Der Joao ist definitiv schneller, aber ich bin auch extrem langsam gerade. Gut, Nummer 12 ist draußen. Gefällt mir. Oh, kann man da nicht rum? Naja. Nicht so gut. Schade. 2,6 der Antonio immer noch. Das wird eng.
Das wird eng. Wieder ein paar Plätze gut gemacht. Die gehen langsam raus in den Pitstop. Verpenne ich wieder die Kurve, na toll. Aber der Molina bleibt hinter mir mit 2,5 Sekunden. Ist gut. Soweit ist gut. Für mich die Kurve wieder ganz komisch. Oh Mann. Aha, da ist wieder einer draußen. Der Mark. Wo landen wir? 9. Oh. Okay. Jetzt müssen wir Zeit finden. Ah Mann, aber nicht so. Wobei, er ist langsamer. Langsamer, ne? Aber Molina kommt näher. Ist natürlich ein Mist. Die da vorne machen ganz komische Dinge. Da haben wir aber viel Zeit verloren, leider. Aber jetzt Attacke auf die Nummer 8. ,9. Molina ist auch da. Schlecht. Ich glaube, einer muss noch raus, oder nicht? Vielleicht auch nicht. Vielleicht ist das der da vorne. Oh, Scheiße. Oh, Scheiße. Eins 7 zu Andy. Der andere hatte uns irgendwie verloren, das ist auch gut. Ah.
Einen Platz müssen wir noch gut machen, finde ich. Oh, da ist einer raus. Lalalala. Kam ich aber ins Schwitzen mit dem Nick. Ja, Mist, hä? Jetzt wird es nochmal gefährlich mit dem. Soweit gut. Ja, da komme ich einfach nicht raus hier. Und jetzt holt er mich natürlich. Gehen wir defensiv. Hat funktioniert, aber 3 Zehntel verloren auf den vorne dran. Ach Mist. Da ist er wieder. Hier ist es schwierig zum Überholen, finde ich. Ja, das sieht er wohl auch so. Okay, soweit gut, aber er bleibt hier. Aua, mein Handgelenk. Nein, die Monitore. Nein, diese Monitore. Das gibt's doch nicht. Nein. Das gibt's doch alles nicht. Ja. Horror. Kauft euch keine Samsung-Monitore. Die schalten sich immer in den irgendeinen Modus. Mann. Nein. Das gibt's doch nicht. Oh je. Nicht so cool. Oh Mann, zum zweiten Mal im Stream. Letzte Woche schon nach 4 Stunden, diese Woche nach 4 Stunden Standby. Ich glaube, jetzt ist an der Zeit, ein paar Settings einzustellen. Nein, gibt's doch nicht. Was macht er genau, diesen scheiß Monitor? So. Nur zuerst mal Replay schauen, ob ich da einen abgeräumt habe. Ja. Scheint so. Ist der ein Deutscher? Wahrscheinlich. Replay schauen. Wie kommen wir zum Replay?
Hab ihn gar nicht erwischt, oder? Was jammert er denn? Nochmal schauen. Hm? Wir schauen. Nein, das wollte ich nicht. Wir schauen, wir schauen. Driver, wo ist der? Ah, hier. Nick, Nick, Nick. Dieser war's. Wir schauen. Wir gehen in die Verfolgerkamera. Ist, glaube ich, besser. Naja. Schade, schade, schade ist's. Lustig. Wir schauen nochmal. Ist der voll in mich reingedonnert? Na, kriege ich das wieder weg, dieses doofe Fenster? Nein. Hallo? Kriege ich das wieder klein? Keine Ahnung. So be it. Wir schauen nochmal. Vielleicht schaue ich jetzt die Sicht von mir an. Da kann man, glaube ich, auch von hinten schauen, oder? Mhm. Nein, nicht diese. Da. Da. Ah ja. Ja, schade war's. Ach Mist. Wo stellt man das ein? Einstellungen. Naja, dummer Bildschirm. Müsste ja unter Energiesparmodus sein, oder? Vielleicht. Automatisches Ausschalten nach 4 Stunden. Wählen Sie den Zeitpunkt aus, zu dem der Smart Monitor automatisch ausgeschaltet werden soll, wenn keine Benutzerinteraktion erfolgt. Dankeschön. Tja. Ja, deswegen nach 4 Stunden ist dann Ende. Oh Mann. Das ist schon schade. Ein gutes Rennen. Energiesparen automatisch an. Soll ich 6 Stunden?
6 Stunden oder mehr? Mach mal 6 Stunden. Und dann beim nächsten Mal kann ich dann wieder jammern, dass es zu wenig war. Wo ist das System? Ja, das Ganze muss 3-mal eingestellt werden. Wegen Triple Screens. Ist schon dumm. Stellt er sich einfach aus, obwohl noch etwas am Laufen ist. Naja. Naja. Mist. Mist, 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 Mist. Die Frage ist, machen wir noch eins? Oder beenden wir hier? Eins machen wir noch. Oder? Ja. Ein letztes. Ah, Mist. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Was für eine Misere. Machen wir noch ein letztes 20 Minuten Rennen, um wenigstens hoffentlich noch ein gutes Rennen zum Abschluss zu haben. Das war jetzt schon sehr, sehr schade. Wirklich, wirklich schade. Das war wirklich mühsam. 4 Stunden Stream und dann Bildschirm aus. Ja. Hm. Hm. Was gab das für einen Platz? Ach so, ein Mist. Der andere wenigstens. Der Matthias ist auch da. Hat denn der Matthias gemacht? Auch Ausfall, wie es schaut. Und der Jammerlappen. Oh, hier. 15. Okay. Ist er im Plus? Ist er im Plus geblieben? Immerhin noch eine schnellste Runde. Bravo. Bravo, bravo. Mhm.
Komisch. Sorry, war gerade abgelenkt. Ich würde sagen, 10 Minuten haben wir noch. Ich hole mir noch was zu trinken, bevor wir dann dieses letzte Rennen angehen. 5 Minuten Pause und dann geht's weiter. Bis gleich wieder.
Das sind wir wieder. Was für ein Rennen. Ups. Was für ein Rennen war das? Wir hatten einen ziemlich guten Platz. Ich glaube 8 war es. 9 oder 8. Waren einfach gut dran. Versuchten auch Pace zu finden, um die Nummer 7, glaube ich, war es, aufzuholen. Rennen war stabil, alles soweit gut. Ich glaube, war ich noch so 5 Minuten, wenn ich mich nicht täusche, war das Rennen noch. Und dann passierte das Gleiche wie letzte Woche. Die Bildschirme fanden, jetzt ist genug gefahren, wir schalten uns mal aus. Und so gingen die Bildschirme nach 4 Stunden Stream aus. Mitten im Rennen. Einer wurde noch wütend, weil er in mich reingefahren ist, weil ich vom Gas ging. Ja, so war das. So war das. Ziemlich tragisch und unschön. Aber was willst du? Passiert halt. Umgestellt haben wir jetzt von 4 auf 6 Stunden. Heißt, wenn wir das nächste Mal einen längeren Stream machen, kann ich mich auf jeden Fall wieder aufregen. Aber zumindest die normalen halbtägigen Streams sind nicht mehr beeinflusst. Aber ja, ist schon nervig. Richtig nervig. Naja, was soll's. Wir gehen in das letzte Rennen rein für heute. Wieder auf Virginia. Jetzt kommt noch ein 20 Minuten Fixed Setup Rennen. Da hatten wir vorhin Platz 2, nein, 3 geholt. Ist immerhin etwas. Da jetzt unser I-Rating natürlich wieder runterging, und das ging es, super, würden wir versuchen, wieder so eine mindestens Top 5 Position zu holen. Besser ein Podium, aber Top 5 ist so das Minimum, das wir holen wollen. Ja. Um wenigstens den Tag noch mit einem guten Ergebnis abzuschließen. Ja. Schon ein richtiger Mist. Ein richtiger Mist war das. Oh, schon umgelaufen. Aber lassen wir uns nicht den Tag vermiesen von diesem Ergebnis. Gehen nochmal frisch in dieses letzte Rennen für heute rein. Versuchen da nochmal was Gutes rauszuholen.
Hm, ja, gehen wir rein. Gehen wir rein. Ah, dieser komische Nick ist wieder da, leider. Leider ist er wieder da. Naja, fahren wir unser Rennen. Er fährt seins, wir fahren unseres. Und dann schauen wir. Uff. Gut. Gleiches Ziel wie vorhin. Optimal, also mindestens 1,46er Quali-Zeit. Besser 1,45. Ja. Und dann eine Top 5. Ein Top 5 Ergebnis im Rennen. Ja. Fixed Setup ist gut. Brauchen wir nichts einzustellen. Passt soweit. Hoffen wir mal, dass wir nicht in die Nähe von diesem Nick kommen. Wäre unschön. Spielen dann sonst die Emotionen bei ihm sicher mit. Ja. Aber würde ich sagen, gehen wir ins Quali rein. Versuchen wir unser Bestes. Ja, Reifen noch sehr kalt, merkt man gut. Sehr viel Understeer im Moment noch. Uiuiuiuiui. Oh, wir sind erst in der Outlap, macht nichts. Letztes Rennen. Wir sind auf der Outlap für den Quali. Ziel Top 5. So in etwa
die Zielsetzung für dieses Rennen. Ja. Und dann kommt auch schon die erste Hotlap von 2. Reifen noch ein bisschen kalt, das sehen wir. 60 Grad erst, reichen nicht. Heißt immer noch ein bisschen vorsichtig um die Kurven. Oh, schlecht. Aber jetzt. Ah, Mann. Es nervt immer noch. Dieser Aussetzer von vorhin. Alright. Das wird sicher noch nicht so super sein, aber es ist zumindest eine Runde, die zählt. Immerhin schon eine 1,46er ist ein Start. Oh, ein bisschen Drift. Uiuiui. Alright, wir holen weiter Zeit raus. Bin ich froh. Nicht schlecht. Das würde schon mal fast für eine 1,45er reichen. Wäre Platz 3. Das ist noch ein guter letzter Sektor. Nicht so gut, schade war's. Nicht gut rausgekommen. Wirklich schade. Aber ja. Wo landen wir? 6. Platz. Schade. Jetzt haben wir noch von vorhin. Gehen wir dann den Jobber. Ein bisschen angenehmer. Wir sind 1,46,0. Wäre mehr drin gewesen. Da wäre mehr drin gewesen, absolut. Wir warten noch. Es ist immer noch eine ganze Minute.
Da kann's noch Zeiten geben von den Konkurrenten. Mhm. Ist leider kein Schweizer dabei. Schade. Schade war's. Wir sind weiterhin wo auf Platz 6. Noch 40 Sekunden. Und fertig ist's. Sehr gut. Bleibt auf Nummer 6. Ist unsere Zielsetzung mit Top 5 absolut realistisch. Auch ein Podium liegt da drin. Liegt definitiv drin, ja. Aber eben, es sind 20 Minuten, den Start müssen wir zuerst noch überleben. Oh, geht schon los, hä? Glaube ich. Mhm. Yep, los geht's. Und los geht das letzte Rennen von heute. Virginia. Virginia. Ein bisschen durchwachsene Session. Sah zwar nicht schlecht aus gegen Ende. Monitor hat uns wieder einen Strich durch die Rechnung gemacht. Leider. Leider war es so. Und jetzt versuchen wir aber wenigstens in diesem letzten Rennen nochmal ein gutes Ergebnis rauszufahren. Ein bisschen Konzentration. Top 5 wäre der Wunsch. Besser Podium. Soweit mal der Wunschzettel. Ui, macht er. Dann haben wir ein paar Netzwerkschwierigkeiten. Komisch. Auf dem Stream war nichts zu sehen. Komisch, komisch, komisch. Wo sind denn die Nummern? Man sieht nichts. Wahrscheinlich ist das die 7. Hoffen wir mal das Beste, dass das die 7 ist. Weaving bringt sowieso nichts. Aber ja, machen Sie mal, wie Sie wünschen. Hm. Ja.
Safety raus und gleich geht's los. Und los. Das war ja ein ganz, ganz komischer Start von dem. Mühsam. Der bremst ultra früh, bremst uns da ein bisschen raus. Ach Mist. Dankeschön. Oh. Ein Gang würde helfen. Hat er uns rausgehauen? Oh, 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 oh. Oh. Was für ein Rennen. Ui. Wieder eins zum Vergessen. Es gibt schon dumme Leute. Inklusive mir. Schon wieder Kumar. Jetzt ist Schadensbegrenzung angesagt. Wäre vielleicht... Nein. Gang 3 ist, glaube ich, nicht besser. Oh, 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 nicht gut. Ja, Schadensbegrenzung wäre was, wahrscheinlich Platz 10. Platz 10 müssten wir holen. Nicht so gut. Okay, Paul Bear, den sollten wir definitiv holen können. Der ist nicht so schnell.
Nö, ist er nicht. Gut, habe ich da gebremst. Ja, ich bin an einem Split angelangt. Da kann weder ich noch die Gegner normal fahren. Die sogenannte Elohell. Das ist einiges langsamer. Und der kann auch nicht fahren. Ein Horror hier. Oh mein Gott, komm da nicht vorbei. Ich komm hier nicht vorbei. Es reicht leider immer noch nicht. Oh. Immer noch nicht, komme ich vorbei. Das gibt's doch nicht. Wieder komme ich nicht gut genug raus, um ihn zu überholen. Why not?
Okay. Und wieder das gleiche Spiel. Ja, mühsam. Fährt er mir hinten rein. Danke. Jetzt aber. Hm? Wusste ich's doch. Wusste ich's doch. Und wieder ist der Nick hinter uns. Jetzt bloß kein Monitorausfall, sonst dreht er wieder durch. Aber ja. Wir gehen mal dem Nick hinterher. Dieser Kumar wird auch nicht so gut. Zu wenig gebremst, aber ist immer noch okay. Was haben wir vor uns? Der Nick und dann 2 Sekunden der Guillaume. Das müsste doch reichen, zum Guillaume aufzuschließen. Los, Nick. Jetzt wird es da gefährlich, wenn wir noch Überrundeten dazwischen haben. Danke.
1,45,3 sind wir gefahren. Gar nicht so schlecht. Gar nicht so schlecht für mich. Weiter geht's, die Aufholjagd. Ah, er holt ihn, hä? Ja, was machen die beiden? Okay, er lässt ihn nach vorne. Interessant. Lässt er mich auch? Danke. Das ist doch nett. Aggressiv, der Nick. Oh. Fast die Kurve nicht gekriegt. Aber nur fast. Sollte den auch noch. Gibt's ja nicht. Schauen wir. Lässt er mich durch? Sieht nicht so aus. Ne. Fährt da eine ganz komische Linie. Er will mich nicht durchlassen. Na, vielleicht jetzt? Denke nicht. Sehr schön. Gutes Manöver. Alright. Wie lange noch? Eine Runde. Der Nick fährt schnell.
Upsi. Immerhin, Schaden begrenzt, Safety Rating wird runtergehen und I-Rating wird gleich bleiben. Das ist okay. Dem kann ich leben. Alright. That's it. That's it. Platz 10. Ist okay. Uff, anstrengend war's, aber ups. Anstrengend war's. Definitiv. Schauen wir uns noch die Ergebnisse an, würde ich sagen. Aber ja, gut ist anders. Gut. Kommt's noch oder nicht? War schon anstrengend. So, 5 Stunden am Stück fahren. Respekt. Braucht schon ein bisschen Kraft. Aha. Ja, wie erwartet. I-Rating blieb gleich. Der gute Nick. Hatte auch viele Incidents, so wie ich. Ja. Können wir leben damit. Overall, die heutigen Rennen eher durchmischt. Ein gutes hatten wir mit Platz 3. Die anderen durch dumme Fehler. Ja, muss man so sagen, dumme Fehler, dumme Unfälle versaut. Dadurch schlechte Plätze. Ich würde aber sagen, overall okay. Wir sind eingefahren auf Virginia. Wir sind ready für den nächsten Freitagnachmittag zwischen 12 und 1 geht's los. Und dann werden wir definitiv nochmal eine Session machen auf Virginia. Versuchen ein bisschen bessere Rennen rauszufahren. Sollte möglich sein, nachdem wir jetzt die Strecke gut kennen. Und dann sollten wir auch einmal ein bisschen I-Rating gainen können. Müsste doch drin liegen. Ich hoffe es zumindest, dass es drin liegt. Und bis dahin, passt auf euch auf. Bis gleich wieder. Und habt einen schönen Abend. Bis gleich wieder. Ciao.